Hallo ihr Lieben, hallo zurück auf meinen Kanal. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt wieder ein paar Urlaubvideos eingeben. Und zwar, die Ulla und ich, wir haben es wieder gemacht. Wir sind wieder mit der Fähre gefahren nach Korsika. Diesmal aber von Savona. Wir haben wunderschöne Bilder mitgebracht. Warum wieder Korsika? Ja, weil wir wollten unbedingt die Insel noch rund machen für uns und haben ganz viele schöne Orte besucht. Für uns war der Urlaub tatsächlich schöner als der letzte und der letzte, der war schon super. Und deswegen eröffne ich auch nochmal eine Playlist. Und ich habe noch keine Ahnung, wie viel Teile es wird. Wahrscheinlich so viel wie bei dem anderen. Das waren so 6, 7 Stück. Und ja, seid überrascht, weil, wie gesagt, traumhafte Bilder. Wir waren unter anderem in Corte, aber vorher waren wir noch Bonifacio. Da bin ich mit der Drohne geflogen. Fantastische Hammerbilder da mitgebracht. Und ja, ich werde euch auch noch viel mehr zeigen, wie Preise und dergleichen. Aber lasst euch überraschen. Und Teil 1 geht jetzt los. Und wir haben heute den 10.05., nicht wahr? Genau. Okay. Also ihr Lieben, ich bin jetzt mehr als 4 Jahrzehnte mit der Frau verheiratet. Aber was hat dieser Blick zu bedeuten? Schreibt mir das mal bitte. Hallo zusammen. Wir sind wieder unterwegs. Die Uli, die Mia und der Dieter. Wir sind schon in Höhe Boppard. Ja, wohin fahren wir? Nach Korsika. Zweites Mal nach Korsika. Ich versuche mal die Karte, und ich muss mich ein bisschen konzentrieren auf den Autoverkehr, so auf meine Finger dann zu legen. So sieht Korsika aus. Da habe ich 2 Drohnen jetzt mitgenommen von 3 und da möchte ich super Aufnahmen machen und Wetter soll am Freitag richtig schön sein. Also, wohin fahren wir jetzt? Wir fahren im Südwesten. Und hier so ein Stück bis nach VTA hoch, auf der anderen Seite, Südosten. Aber eben halt, wie gesagt, wir sind im Süden. Letztes Jahr sind wir ja Korsika gefahren, dann konnten wir Livorno buchen, 3 Monate früher. Jetzt haben wir auch so 3, 4 Monate früher gebucht. Ich habe ursprünglich erst nur die ohne Kabine gebucht. Wie gesagt, den Preis sage ich euch noch, aber das ging nur von Savona jetzt aus für Fahrzeuge über 2,41 Meter. Haben wir natürlich. Ja, würde heißen, wir fahren von der Gesamtstrecke ungefähr etwas mehr als 200 Kilometer weniger. Genua liegt etwas weiter rechts als Savona, ist nicht weit davon weg, aber so wie es aussieht, und wir waren noch nicht da, wesentlich besser zugänglich als Genua. In unseren Videos seht ihr, vorletztes Jahr waren wir auf Sardinien, von Genua aus gefahren, wollen wir nie wieder machen. Hey. Ist echt der Horror, ne Uli? Ja, das war Katastrophe, Genua. Ja, Genua kannst du kriegen, also ist furchtbar. Naja, wie auch immer. Uli, zeig mal eben ganz kurz, also denkt auch bitte an die Vignette. Die haben wir jetzt nochmal beim ADAC geholt. Was wir auch noch haben, vorteilhalber, was man nicht so braucht, das ist oben unser Bip & Go. Da hoffen wir jetzt, dass die Schranken wieder alle aufgehen. Bip & Go ist gut für Portugal, Spanien, Italien und Frankreich. Da geht dann jede Schranke auf. Die Uli, die filmt sich ungern selber mit. Ich finde das nicht schön. Ja, Uli und ich, wir hatten gute Laune, aber wir mussten uns beeilen, weil es wurde jetzt schon dunkel. Ja, ihr werdet jetzt sagen, oh ne, nicht schon wieder wie letztes Jahr. Und so viel lasst euch sagen, wir haben auf der Insel keinen Platz zweimal gebraucht. Lediglich auf der Rückfahrt, dann nochmal einen. Aber wenn sich ein Platz bewährt hat, so wie dieser hier, ja, wieso nicht? Und der ist ideal für uns, für das erste Etappenziel. Richtig super, auch von den Kilometer her. Und jetzt zum Stehen. Wir mussten wohl diesmal anders stehen, weil die hatten hier ein Event. Und der Parkplatz, wo wir letztes Jahr standen, war rappelvoll. Und somit standen wir
jetzt auf der Wiese, zeige ich euch. Wiederum auf der Wiese konnten wir letztes Jahr nicht stehen, weil die war sehr feucht. Unser Wohnmobil fährt sich sehr schnell fest. Wäre das jetzt der Fall gewesen, hätten wir den Platz meiden müssen und uns einen anderen suchen müssen. Ja, darf ich vorstellen, hier ist die Wiese. Wir haben hier super gestanden, die PKWs, die waren irgendwann mal weg. Es war dann auch irgendwann mal nicht mehr so laut. Ich möchte mich nämlich kurz fassen. Es ist das Etappenziel, wir wollen ja die schönen Sachen sehen, ist ja klar. Was ich damit meine, das ist sowas hier. Das ist noch Festland, das ist in der Nähe von Savona und das ist der letzte Platz vor der Fähre. Ja, das stimmt. Ich möchte euch heiß machen. Aber schaut erstmal den Rest der Anreise. Da kommt nämlich noch ein Platz dazwischen. Eigentlich kommen da 2 Plätze dazwischen. Aber bei einem haben wir nicht übernachtet. Und zwar, das war einer in der Schweiz. Aber den zeige ich euch auch. Vielleicht wollt ihr auch immer mal dahin. So, jetzt aber erstmal der hier. Ich zeige euch ein paar Kleinigkeiten. Aber da vorne, habt ihr ja gerade gesehen, ist hier eine Menge los. Deswegen geht Dieter da nicht essen. Viele Menschen, Drängelei und so. Das ist nichts. Ich rieche aber das Restaurant, wo wir letztes Jahr waren. Kannst du hier gut riechen. Lecker nach Frittenfett stinkt das hier. Ja, wohin laufe ich? Nicht der Sonne entgegen, sondern da ist ein Bezahlautomat. Könnte sein, dass da eine laute Nacht wird hier. Ich höre schon ein paar Krakelen. Parkschein lösen. So, was sagt er? Er sagt 1 Stunde gar nichts. Tagesticket 5 €. Parkplatzgebühren, Wohnmobil, Tagesticket 10 €. Übrigens die Autobahn in der Nähe, die kann man hören. Den einen oder anderen Sturz. Uns hat es jetzt nicht gejuckt und wir hatten Glück. Dieses Event war ziemlich zeitig dann vorbei und wir hatten eine wunderschön ruhige Nacht. Und da schon die Uli. Und jetzt gehen wir Heier machen. Wie gesagt, wir haben hier wunderbar geschlafen. Hier bereits der nächste Morgen. Die Mia ist auch schon wach. Ja, und ihr seht das Ticket hier an unserer Scheibe. 11.05. Muttertag, Leute. Vergesst den nicht, das ist wichtig. Ja, apropos Muttertag. Unsere Tochter, die war hochschwanger und die bekam ihr zweites Baby. Ja, und daher ist unsere Anreise hier ein bisschen belastet gewesen. Wir werden euch aber informieren, wie es weitergeht. Ist ziemlich spannend. Zumindest für uns. Am meisten aber sicherlich für unsere Tochter. Die war schon über ihre Zeit, beziehungsweise das Baby. Das wollte nicht kommen. Ja, hier jetzt auf jeden Fall der morgendliche Drohnenflug. Schön mit der Sonneneinstrahlung, den ganzen Platz sieht man und den See. Ja, guten Morgen zusammen. Wir kommen nicht so richtig in den Push und sind lange am Frühstücken, weil es hier so herrlich ist und die Sonne so schön scheint. Ihr habt es ja wahrscheinlich gerade aus der Drohne gesehen. Da ist die Uli. Uns geht's prima. Wir haben den 11. Wir sind gespannt, weil unser Enkelkind kommt. Und jetzt muss man so planen, dass wir jetzt in der Schweiz übernachten, weil heute ist Sonntag. Und Sonntag ist mit Sicherheit besser, durch den Gotthardtunnel zu fahren als Montag. Naja, ich wollte euch zeigen, wie wir hier dann so rumchillen. Dann hören wir hier so ein Hörbuch. Ich trinke Kaffee. Guck. Mehrere Ratsmitglieder redeten jetzt Und durcheinander. die kleine Mia pennt da. Ein paar hielten sich merklich zurück, obwohl ihren Mienen anzusehen war, dass sie durchaus ahnten, was nun kam. Ja, kein Wunder, dass wir den Und Puls dass nicht sie hochkriegen. das durchaus als positiv Ja, Urlaub sahen, halt, ne? Denn sie rückten gefällig ihre Schnitt. Ja, Urlaub halt, klar. Aber wir mussten natürlich jetzt weiter. Wir haben einfach das Hörbuch weiterlaufen lassen, nicht wahr? Und so sitzen wir dann hier und fahren unsere Kilometer ab. Lagen schon in akkuratem Abstand auf dem Tisch. Ja, und von denen hatten wir noch reichlich vor der Brust. Kartoffeln und den Grünkohl in 2 Porzellanschüsseln. Hier, unsere 3, die sind sich schon am Sonnen. Kakadu ist auch mit da. Und jede Menge Mist haben wir hier am Armaturenbrett. Wir haben kein Handy mehr als Navi, sondern nur unser altes LKW. Ja, Navigationsgerät, wollte ich sagen. Das hier, die 18 Kilometer, das ist genau bis zur Grenze. Grenze Schweiz. Und da ist es schon. Guck mal, der Rabe da. Kannst du sehen? Die kommt halt irgendwann in die Schnauze. Ja, schnell drüber, schnell drüber. Ja, der bringt bestimmt die Personalausweise hoch. Guck mal, da ist ein süßes Ding.
Was ist das denn? Nee, der hat so eine Schnauze. Das ist der Schnabel. Ach, guck mal, ein schöner. Klasse. Leute, was sagt er? Sind wir würdig? Okay. Alles klar. Jungs, Spaß? Ich schwöre, das habe ich nicht nachgemacht hier. Die waren wirklich am Lachen. Also nicht über uns, die hatten einfach nur Spaß. Die Uli und ich, wir hatten auch Spaß, weil wir haben ein großes Etappenziel jetzt bereits schon geschafft. Das nächste, was da kommt, ist der Gotthardtunnel. Durch den ist man besser durch als noch dahinter. Sonst Stau. Das kennt ihr. Ich für meinen Teil stehe überhaupt nicht gerne im Stau. 100 Kilometer Gotthard. Schöne glatte Zahl. Stelle. Ich habe jetzt kein Mikrofon. Die Ulla ist auf die stille Bank. Oh, Genau, da ist sie, da da ist sie, da ist ist sie. sie. Ich habe Rosinenbrötchen und hier, schaut mal wie schön. Ich muss ein bisschen Wind aufmachen hier. Ulla macht Wind auf. Boah, guck dir das mal an hier, Ulla. Oh, ist das herrlich. Leute, ist das hier Urlaub? Oder was? Ja, und wer diese Route zum Meer fährt, der hat bestimmt das Gefühl, jetzt hier in Urlaub zu sein. Immer an dieser Stelle. Irgendwann mal ist er dann aber da. Der Tunnel. Hier dann nur noch 3 Kilometer. Und hier dann endlich die Einfahrt. Knapp 17 Kilometer Tunneldurchfahrt. In dem Ding wird es wirklich richtig warm und die Luft ist gerade nicht die beste. Aber wir sind froh, dass wir das hier alles schaffen mit ohne Stau. Super, wieder ein großes Ziel erreicht. Genau, große Etappe geschafft und wir fahren jetzt 16,9 Kilometer durch den Tunnel. Bis wir dann hinten am anderen Ende in Tessin wieder rauskommen, an der Südseite. Etwas zum Tunnel. Baubeginn war 1970 und Fertigstellung dann im 5. September 1980. Also knapp 10 Jahre Bauzeit. Bei seiner Eröffnung war er der längste Straßentunnel der Welt. Heute noch einer der längsten Europas. Leider kamen zu seiner Bauzeit 19 Arbeiter ums Leben. Das ist sehr bedauerlich. Und echt? Dann ist man auch froh, wenn man raus ist. Oder Uli? Ja. Weil eigentlich ist dann hier immer Sommerurlaub. Haha. Das ist schon schlagheller, finde ich. Also Ja, das stimmt. andere Lichtverhältnisse. Macht ihn hier ein bisschen auf. Wo wir gerade natürlich auch schönes Wetter hatten. Ne? Ah, super. Ja, jetzt sind wir im Süden. Hier, so sieht der Stau dann aus, weil nämlich der Abstand gewahrt sein muss im Tunnel. Deswegen machen die das. Ja, hier sind wir in einem Ort, der nennt sich Irakna. Wir sind gleich da. Schaut mal hier, ich hoffe ihr seht das. 3 Kilometer links ab. Insgesamt nur noch 5 Kilometer. Und dann sind wir mal gespannt, wie der da unten. Ja, ich zeige euch hier die Strecke etwas ungeschönt, aber der Platz, der lohnt sich. Der eine oder andere steht hier bestimmt gerne. Hier nochmal die Animation, weil der Platz, der ist nicht weit von der Tunnelausfahrt raus. Allerdings zum Tunnel muss ich euch noch was sagen. Und zwar, wenn ihr ein Wohnmobil habt bis 3,5 Tonnen, dann kommt ihr mit der normalen Vignette da durch. Ansonsten müsst ihr nochmal zusätzliche Maut bezahlen. Den Gotthard lassen wir jetzt hinter uns. Und wir fahren durch das wildromantische Leventina-Tal, wenige Kilometer, bis wir dann hier auf den Winzerbauernhof Agri Bernardi ankommen. Ich blende euch die Adresse ein. Unsere Gesamtstrecke ist ja bis zur Fähre knapp 1100 Kilometer. Von der haben wir jetzt rund 800 Kilometer bereits geschafft. Hier kamen wir also an. Ich hatte ein kleines Schläfchen gemacht. Ja, und der Rest seht selber. Wir haben Agrarcamping hier. Also, ich zeige euch den mal eben, aber ich glaube, mich sticht der Hafer. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Ich glaube, ich setze noch einen drauf. Wir fahren gleich eventuell weiter. Die Ulla sagt, ich habe sie nicht mal alle. Ne, Ulla? Genau. Ja. Wie die mit ihrem Mann redet. So respektlos. Was?
Steilvorlage. Okay. So sieht es hier auf jeden Fall aus. Dieses Geraschel da. Das bin nicht ich. Das sind Grillen. Hört mal. Wahnsinn, oder? Ja, ernsthaft jetzt, Leute, wir sind noch am Eiern. Also wegen mir können wir fahren. Ich zeige euch trotzdem noch mal den Rest des Platzes hier. Hier sind die gerade vorbeigepäst wie die Irren. Der Betreiber kam ja von da. Sehr, sehr nett, muss ich sagen. Älterer Herr. Den haben wir jetzt 10 Euro gegeben. Haben wir dem gesagt, hör mal, wir haben hier gegessen und ein Mittagspäuschen gemacht. Und wenn wir dann morgen noch mal kommen sollten, wenn wir dann noch hier stehen sollten, dann kriegst du den restlichen 5er. Der Platz würde normalerweise 15 Euro kosten. Hat aber soweit nichts, außer schönes, frisches Wasser. Das hat er mir gerade gezeigt. Ne, und dann liegt hier jede Menge Zeugs rum. Also das ist überhaupt nichts Besonderes hier. Ne? Brennholz habt ihr auch genug hier für den Winter. Jetzt hat er gesagt, soll ich hier aufziehen. Und da hinten neben den Trecker, da kann ich Wasser tanken. Das mache ich jetzt gleich. Und überzeuge Ulla davon, dass ich jetzt fahren möchte. Wieso? So ganz ohne Internet heutzutage schon richtig blöde. Ja, und wie gesagt, unsere Tochter, die kriegt ein Kind. Interessiert mich doch brennend. Und wir sind nicht dabei. Kann doch nicht sein, Leute, oder? Übrigens sind wir dann auch noch Sonntag über die Grenze nach Italien. Das Blöde ist, so schön wie hier werden wir nicht stehen, außer diese Rennfahrer hier. Aber wir sind schon in Italien, kurven da ein bisschen rum, gucken, wie wir uns da so die Zeit vertreiben, bis dann übermorgen um 21 Uhr die Fähre geht. Ich denke mal, so machen wir es. Die Uli war einverstanden und wir fuhren weiter. Und schaut euch mal hier die schöne Ecke an. Der Sonne entgegen. Okay, wir hatten noch mal 200 Kilometer mehr. Aber wir spürten den Sommer. Ja, nur ein Viertelstündchen von unserem ehemaligen Platz aus. Da sprießen hier schon die Palmen. Das ist eine herrliche Ecke hier. Das Tessin. Sonne, See und Serpentinen. Und kennt ihr das, wenn ihr im Sommer die ersten Sonnenstrahlen spürt und dann endlich aus dem Wintertrott rauskommt, permanent funktionieren zu müssen? Endlich Urlaub. Ein paar Worte von meiner neuen Assistentin. Wir fahren gerade über die Grenze. Interessant. Dieser unscheinbare Grenzübergang bei Gaggiolo war über Jahrhunderte ein Schmugglerpfad, besonders im 18. und 19. Jahrhundert. Salz, Kaffee, Tabak, was in Italien billiger war, wanderte heimlich über die Grenze in die Schweiz und umgekehrt. Und am 11. Mai 2025 um 19:34 Uhr kann man hier so rüberfahren, kein Mensch ist zu sehen. Ihr seht ja auf der Animation, Korsika ist schon in greifbarer Nähe. Wir passieren die Grenze hier, klar bei Gaggiolo, und fahren durch Italien nur wenige Kilometer bis zum wunderschönen See Lago di Comabio. Assistentin Kira möchte euch jetzt wieder was dazu sagen. Absolutes Highlight, der Radweg rund um den See. Fast komplett autofrei, rund 12 Kilometer lang, top in Schuss. Perfekt für eine gemütliche Radtour oder einen Spaziergang mit der Kamera. Wer genau hinschaut und findet alte Mühlsteine, verlassene Bootsanleger und kleine Brücken, die Geschichten flüstern. Ja, hier ging es rein. Und dann seht ihr da hinten rechts die Wohnmobile und auf der linken Seite ist die Pizzeria. Die stand ja gerade ausgeschildert. Ja, wir kamen ja ziemlich spät an, ein paar Minuten nach 8 Uhr, also nach 20 Uhr. Parkticket gelöst, schnell was gegessen und dann
ab zum See und hört euch diese schöne Kulisse an. Ist das nicht herrlich? Guten Morgen. Wir haben Mai, den 12.05.25. Wir haben schon jede Menge an Strecke gemacht. Und ich wollte euch, bevor ich euch jetzt den Platz zeige, erstmal hier den See zeigen. Warum laufe ich hier so wie auf Eiern? Ich bin hier auf einer schönen Wiese. Ich nehme es schon mal direkt vorweg. Da drüben stehen wir, hinter dem Trailer. Und hier stehst du schön direkt am See. Dafür muss man so ein bisschen sich rechts halten vom Mailand. Und dann kommt man hier aus. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Also ich bin jetzt nur ein paar Meter gegangen, da ist immer noch der See. Und hier ist die Pizzeria. Die steht bei Park4Night auch ausgeschrieben. Und hier sieht man Leuchtkäfer. Das ist sehr schön. Da vorne ist Schmutzwasser. Seht ihr, die anderen, die hauen jetzt auch schon alle ab. Aber Uli will noch vernünftig frühstücken. Hat sie recht, machen wir jetzt auch. Und dann geht's Richtung Mittelmeer. Diese Nacht stehen wir mit Sicherheit direkt am Mittelmeer. Ja, standen wir auch und das seht ihr auch in wenigen Sekunden. Aber noch was zu dieser Abwasserstation hier. Die ist recht twiggy. Ich denke mal, das seht ihr selber. Wir hatten jetzt Glück, aber da muss man sehr vorsichtig sein, um sich da richtig hinzustellen, sodass der Draht nicht da in den Löchern verschwindet. So, jetzt gehe ich zurück nach Ula. Nach dem Frühstück sind wir dann weitergefahren und ich wollte euch noch ein paar Sachen sagen zu den unterschiedlichen 3 Strecken. So wie es ist, 3 verschiedene Strecken haben wir jetzt schon gefahren und haben Erfahrung damit. Und ich muss jetzt schon sagen, hier Pyrmont zu fahren ist schon mal richtig cool. Finde ich jetzt schöner, das muss man so für sich selber entscheiden. Livorno ist natürlich klasse, man fährt viel näher an Korsika ran, muss aber 220 Kilometer mehr fahren. Also die Leute, wo ich heute Morgen mit gequatscht habe, sind vom Platz aus 440 Kilometer müssen die jetzt heute noch fahren. Und wir brauchen nur 220. Fahren eine sehr schöne Ecke hier, muss ich sagen. Ja. Ja, ich denke, Savona können wir so für uns einloggen. Da werden wir nochmal hinfahren. Vielleicht lag es auch daran, weil der kommende Platz jetzt gleich, ihr seht ihn gleich, so schön war. Also wir haben da gut übernachtet und wir standen direkt am Meer. Hier in der Animation schemenhaft nochmal die gesamte Strecke, bis wir dann endlich unten am Fährhafen ankamen. Seht selber. Ja, also Leute, ist schon twiggy hier zu fahren. Links, rechts, geradeaus, da noch ein Kreis, da bist du gerade abgefahren, da musst du direkt wieder links oder rechts oder was. Also die Italiener haben es drauf hier. Wahrscheinlich, weil das alles hier so ein bisschen eng ist halt. Ne? Naja, hier ist auf jeden Fall schön, da sind wir nicht mehr. Jawohl, da ist es. Das Mittelmeer. Wir lieben das Mittelmeer. Und hier schon der Platz. Ich dachte zuerst, die Schranke wäre kaputt. Aber nee, der lässt sie wohl extra so stehen. Also wir standen hier gerne direkt vorweg, aber es gibt hier auch noch zig andere Plätze in der Umgebung, ne, zum Hafen. Ja, wir sind an unserem letzten Platz auf dem Festland gelandet. Ging super. Ja, außer eine tierische Kurverei da, so Genua-mäßig. Muss man wirklich aufpassen, wo man abfährt. Aber wir haben uns nicht verfahren, da stehen wir. Da kam ein netter Mann, glaube ich. Und der sagte, tomorrow. Also wir können morgen bezahlen. Schranke ist eh zu, kommst du eh nicht raus. Hier sind ein paar Festparker, den Platz zeige ich euch gleich genauer. Aber die Uli und der Dieter, die wollen jetzt schon mal direkt zum Wasser. Zuckerstrand unter den Füßen, das Mittelmeer vor der Nase. Das ist Freiheit pur. Hört euch den Sound an. Super, oder?
Ursula will schon nicht drauf. Schau mal, wie die sie hinter mir verpieselt. Du hast letztens gesagt, ich soll da nicht hinter dir gehen, wenn du aufnimmst. Jetzt mache ich das, da bist du mich auch am Veräppeln. Wenn du nur die ganze Zeit vor mir läufst, ist natürlich blöd. So, also, habt ihr gerade gesehen, den Strand haben wir. Und jetzt zeige ich euch den Platz. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? So viel zur Straße, die hört man schon, aber wir standen ja hinten in der Ecke. Zur späteren Stunde wird es dann da auch ruhiger. Moin. Ja, wir haben so ungefähr 10 Uhr. Wir sind schon wieder total chillig. Was wollte ich euch sagen? Heute haben wir Tag der Fähre. Um 21 Uhr geht die. Um 20 Uhr sollen wir da sein. Also fahren wir hier vom Platz. Jetzt sind 30 Kilometer weg. So gegen 18 Uhr los. Ich habe heute gerade den Betreiber gefragt, wie ist denn das jetzt mit Bezahlen, mit den 16 Euro hier am Platz. Da sagt er, komm, nochmal, wenn es soweit ist. Ist das nicht schöner? Ehrlich, oder? Die Vögelchen im Hintergrund. Klasse, oder? Dann war auf jeden Fall Schluss mit Chillen. Die Zeit ist angebrochen. 18 Uhr. Ja, und wir sind dann dieses kurze Küstenstück runtergefahren. Und bei uns dann wird es dann immer so ein bisschen hektisch, muss ich sagen. Aber klar, ist Fähre, ne? Da wird man immer so ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Im Wesentlichen war das aber Quatsch, dass wir nervös wurden, weil hier Savona lässt sich doch recht gut anfahren. Da ist hier und da schon mal die Straßenführung etwas anders gestaltet, als wir das jetzt kennen. Aber eigentlich war es gut. Wir haben den Hafen sehr gut gefunden. War ja eigentlich auch gar kein Hexenwerk. Ist ja nur die Küste lang. Wir sind im Fährgebiet. Ich zeige euch mal ein bisschen. Wir stehen hier in der Schlange. Wir sind 1,5 Stunden zu früh. Aber anders als in Livorno, die lassen einen schon rein und man kann sich hier in die Schlange. Sorry Leute, Versprecher, Livorno ist ein klasse Hafen, kann man hier noch sagen. Ich meinte Genua. Mega Express 2. Da stand sie nun, unsere Fähre. Mega Express 2. Thank you. Nicht drauf? Ja, da Gut aus. noch weiter da. Was? Mann. Oder? Ja, hi Leute, jetzt geht gleich los. Und just in dieser Sekunde, bevor wir noch in den Bauch des Schiffes fahren, ist unser kleines Enkelkind, das zweite, geboren worden. Ein kleiner Junge, top gesund und unserer Tochter ging es auch gut. Erleichterung. Immer wieder spannend und aufregend die Einfahrt in den Bauch des Schiffes. Wir mussten zwar drehen, so wie wahrscheinlich die meisten, aber eigentlich hat da nichts ausgemacht. Die Leute hier, die Einweiser, die sind super und da sind auch nicht zu wenige da und eigentlich auch nicht zu viel. Also die machen das klasse. Ich fand's prima. Wahrscheinlich mit unserem kurzen Wohnmobil auch kein Grundstück. Ja, dann wurde es hektisch. Also wir mussten ja noch ein paar Sachen denken, Gasflaschen zudrehen, alles zusammenpacken und die Kühlbox am Akkubetrieb. Achtung Leute, jetzt wird's laut. Wann meinst du hier rein, Schatz? Rezeption, Kabine.
Wow. Junge, ist der albern, oder? Steht das Wohnmobil, sucht man wahrscheinlich erstmal seine Kabine. Die Stewards hier bei Corsica Ferressee helfen einen super, falls man überhaupt Hilfe benötigt. Das Onboarding geht ja vorher schon per Mail, super klasse, und dann kennt man schon sein Zimmer. Ich zeige euch mal schnell die Kabine. Was hier richtig cool ist, das Bullauge ist kein Bullauge, sondern ein richtiges Fenster. Die Mia, die hat einen Linoleumboden, falls sie mal mitten in der Nacht, wir wollen nicht drüber reden. Und da standen wir gerade. Das hatte ich schon vermutet, dass wir hier so rausgucken können. Das war jetzt nicht das sauberste Fenster, ne Uli? Naja, was will man machen? Und hier ist die Toilette. So, Dusche. Geht, ne? Ja. Vor dem Duschen mag ich ja gar nicht. Cool. Also riecht jetzt auch nicht. Sauber. Stinkt nicht. Ist okay. Ja. Na dann, rauf aufs Deck. Da wieder CO2-frei. Oder? Ja. Die Musik ist schön, ne? Ja. Sollen wir da mal rausgehen, Schatz? Ja. Über 60 und immer noch so bekloppt. Aber was soll's, oder? Alt trifft Abenteuer. Der Hafen von Savona zählt zu den ältesten Italiens und die Festung Priamar schaut gelassen auf Jahrhunderte voller Schiffe, Stürme und Sonne. Jetzt kommt der hier wieder raus. Guck mal, da liegt ja überall was rum, ey. Da fährt er wahrscheinlich raus, wa? Also die Kabinen haben wir im Nachhinein gebucht, ne? Ja. Und wir sind auch froh, satt, dass wir jetzt eine Kabine haben. Da war wieder ein dicker Blitz. Jola sieht hier irgendwelche Blitze. Ja, ist ja auch. Die Frauen, die sehen immer Sachen. Ich habe nicht einen Blitz gesehen. Ich gucke ja nicht hin. Ja, Mosi, guck doch mal, wir liegen da ab hier. Guck mal. Die Mia, der geht's richtig gut hier. Ja klar, Frauen haben immer recht. Da war der Blitz, habt ihr gesehen. Immer recht, ja, ja. Also bei uns zu Hause, da hängt was, Leute. Da steht drauf, von Nulla natürlich. Hier darf jeder meine Meinung sagen. Auf jeden Fall. Und Schuhe sind Rudeltiere, ne? Oh Mann, Leute, schnell Themawechsel. Das ist schon mal für Shopping-Vorankündigung. Also, was passiert hier denn überhaupt? Wir fahren mit der Fähre vom alten Hafen Savona, Italien, nach den ebenfalls sagenumwobenen, schönen alten Hafen Bastia auf Korsika. Und das zeigen wir euch dann im nächsten Teil. Da mache ich euch auch aufmerksam auf eine mysteriöse Sache, die es gibt vor Kap Kors. Da liegen seltsame Dinge im Wasser. Einzigartig auf dieser Welt. Ja, hier seht ihr gerade, wie toll die Mia da in der Box Pipi machen will. Sarkasmus. So, und der Urlaub, der fängt ja jetzt gerade erst an. Korsika ist eine traumhafte Insel, kann man nicht anders sagen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass dieser Urlaub hier grandios war, deswegen lasst euch überraschen und meine treuen User hier, bleibt bitte dran. Was die Filmchen, die da noch kommen, betrifft, klar, wenn man auf so ein Thumbnail schielt und die Hand vom Mund hält und alles Drama, dann generiert das natürlich mehr Klicks. Obwohl natürlich in Anführungsstrichen. Ich kann es nicht verstehen eigentlich. Meine Filmchen hier, die zeige ich ungeschönt. Wenn jetzt wirklich mal was Blödes passiert ist, dann war das so. Das zeige ich dann auch. Hier auf jeden Fall Korsika 25, nehme ich direkt vorweg, hatten wir nur schöne Momente. Traumhafter Urlaub und freut euch mit uns, die tollen Bilder zu sehen und diesen Urlaub in den nächsten Folgen mit uns zu genießen. Danke. Mach's gut, Freunde.
auch so ein Abo oder Daumen hoch. Das wäre super. Lieben Dank. Tschüss.